Hello everyone, Hallo zusammen, and thanks for joining us today. schön, dass ihr da sind. This is a very interesting period. Das ist so eine spannende Zeit. Imagine going back 6 months. Überleg dir, du könntest 6 Monate zurückreisen Imagine telling your younger self the situation we're in today. und stell dir vor, du hockst vor deinem 6 Monate jüngerem Selbst und du würdest dem erzählen, was da abgeht im Moment. 3 million people in lockdown, 3 Millionen Leute einfach eingesperrt, thousands of people dead, tausende Leute tot, hospital capacity is at its limits, Spitäler sind an den Limiten, most business in real danger of bankruptcy, ganz viele Geschäfte haben Gefahr, dass sie bankrott gehen. homeschooling the kids while working from home. Dass du Homeschooling machst, während du müsstest arbeiten. Would you have believed it? Hättest du es geglaubt, wenn man es dir ein halbes Jahr vorher gesagt hätte? I wouldn't have. Ich, ehrlich gesagt, hätte es nicht geglaubt. The last time Switzerland was experiencing something of this magnitude was between 1939 and 1945 during the Second World War. Das letzte Mal, wo die Schweiz das überhaupt erlebt hat, ist das im Zweiten Weltkrieg gewesen. So for 75 years we've been doing things that way, Wir haben 75 Jahre lang die Sachen einfach so können machen and now everything has changed. und plötzlich hat alles geändert. 75 years is a long time. Und 75 Jahre ist eine lange Zeit. It's enough for almost everyone to not know differently. Es ist genug, dass praktisch niemand weiß, wie es anders könnte sein. This is new and unprecedented for 99% of the Für population. 99% von der Gesellschaft hier in der Schweiz ist das neu und noch nie da gewesen. What's happening now is challenging not only the patience and psychological well-being of the population, Testet nicht nur unsere Geduld und unser psychisches Wohlbefinden, but it's also challenging the vision and the conception of the world. es tut auch unsere Art, wie wir die Welt anschauen und unsere Konzeption von der Welt herausfordern. Suddenly we realized that not only health workers, but also garbage men, Wir merken plötzlich nicht nur, dass Gesundheitsschaffende oder Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, sondern auch Abfallmänner, micro cashiers, Mikrokassierer, truck drivers, Lastwagenfahrer, post office workers, die Arbeiter in der Post. all these people are essential workers. Wir merken plötzlich, das sind alles Leute, die wir ganz wichtig haben, sind systemrelevant. Suddenly we realized that the same governments which were earlier not able to pass any reforms to improve the economic well-being of the population, suddenly they find magic money to support the whole economy. Plötzlich finden wir heraus, dass ganze Länder, die das Geld vorher nicht hatten, um in die Wirtschaft zu pumpen oder Sachen zu verändern, plötzlich haben die Geld. My point here is not to get political, because Ich will nicht politisch werden. obviously there are advantages and drawbacks to government action at the moment. Also es gibt sicher nicht, dass wir das sagen, das sind alles Vorteile und es ist super, dass das jetzt passiert. But my point is that certitudes are being challenged today. Sachen, die wir für gewiss gehalten haben, die sind halt jetzt wirklich in Frage gestellt. Maybe teachers do deserve a raise, now that we know firsthand how difficult their job is. Vielleicht brauchen die Lehrer eine Gehaltserhöhung, jetzt, wo wir wissen, wie komplex ihre Arbeit ist. Maybe investing billions in masks and stockpiles was not such a terrible idea after all. Vielleicht wäre es gar nicht so eine dumme Idee gewesen, Millionen zu investieren in Masken und Desinfektionsmittel und so weiter. And maybe fashion shows are not so critical to society. Und vielleicht sind Modeschauen gar nicht so nötig für unsere Gesellschaft. Yet while for the world everything is changing right now, for us the core of what we believe hasn't changed. Was aber erstaunlich ist, dass das, obwohl sich die Welt um alle 180 Grad gedreht hat, ist das, was unseren Kern von unserem Glauben ausmacht, hat sich in keiner Weise geändert. Jesus Christ hasn't changed. Jesus Christus hat sich nicht verändert. Our faith hasn't changed. Unser Glaube hat sich nicht verändert. Our hope hasn't changed. Unsere Hoffnung ist nicht verschoben. And certainly our love hasn't changed. Und unsere Liebe kommt nicht von einem anderen Ort. The context of the text that we're going to study today presents some similarities.
to the context we're experiencing today. Der Text, den wir heute lesen, hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Kontext, wo wir jetzt drin stecken. When Jesus came to the world, a lot of certitudes were challenged. Wo Jesus auf die Welt ist gekommen, ist er in eine Zeit gekommen, wo ganz viele Sachen, die wir für sicher angeschaut haben, die sind plötzlich in Frage gestellt worden. Jesus was so different of the Messiah that the Jewish people were expecting that actually very few of them recognized him. Jesus war so anders gewesen als der Messias, wo alle erwartet haben, dass ganz wenig ihn überhaupt können erkennen. His message was so radical and yet so compassionate. Seine Botschaft war so radikal gewesen und gleichzeitig so mitfühlend. It was so different than what the Jews were expecting Es the Messiah to be. so anders gewesen, als das, was die Leute erwartet haben. The Jews expected the Messiah to come in glory, Die Leute von der damaligen Zeit haben erwartet, dass ihr Messias in Herrlichkeit würde erscheinen. and Jesus was born in the smallest village. Und Jesus ist im kleinsten Dörfli von der damaligen Zeit auf die Welt gekommen. The Jews expected the Messiah to bring vengeance, Sie haben erwartet, dass ihr Messias eine gewalttätige Rache oder Gerechtigkeitszug würde führen. Jesus brought compassion and forgiveness. Und er hat Gerechtigkeit über Vergebung gebracht. The Jews expected the Messiah to kick the Romans out of Jerusalem, Der Messias hätte die Römer als Besatzungsmacht aus Jerusalem rauskicken. but Jesus died in the hands of the Romans. Und Jesus ist gestorben unter den Händen von der Unterdrücker. Jesus challenged a lot of certitudes. Ganz viele Grundsätzlichkeiten, ganz viele Sicherheiten sind von Jesus in den Grundfesten erschüttert worden. A lot of things that were self-evident suddenly weren't. So viele Sachen, die wir für selbstverständlich angeschaut haben, sind plötzlich nicht mehr selbstverständlich gewesen. Suddenly, you didn't have to be a Jew to be saved. Plötzlich hat man nicht mehr müssen zum gesonderten Volk gehören, zum gerettet zu sein. Suddenly, you didn't have to sacrifice animals at the temple. Plötzlich hat man nicht mehr müssen opfern im Tempel. Suddenly, God was not one anymore, but three, and yet still one. Plötzlich ist Gott nicht nur einer gewesen, sondern er ist drei gewesen und gleich drei einig. All these changes left people very confused. Und all die Veränderungen haben die Leute einfach auch verunsichert. A lot of different theologies were circulating during the first and second centuries. Im 1. und im 2. Jahrhundert hat es darum auch ganz viele Unterströmungen gehabt innerhalb des Christentums. Some were saying Jesus was just a prophet. Gewisse haben gesagt, ja, Jesus ist einfach ein grosser Prophet gewesen. Others were saying, no, Jesus was really a God, but only a God. Andere haben gesagt, ja, Jesus ist einfach Gott gewesen, aber einfach nur Gott, nicht nur Mensch. Some were saying that you had to be circumcised to be saved. Gewisse haben gesagt, ja, du musst auch rituell rein sein, also musst dich beschneiden lassen, um gerettet zu sein. Some were saying that we're saved by grace and that therefore actions do not matter. Andere haben gesagt, ja, Gnade reinigt ja alles, wir sind gerettet durch Gnade, also kommt es gar nicht darauf an, was wir denn überhaupt machen. This confusion originated in the limited number of first-hand witnesses, the disciples. Und das Problem, also der Grund, dass es überhaupt so eine Breite gab und so eine Verwirrung, war, dass es ganz wenig Ersthand-Zeugen gegeben hat von Jesus. And there were also a very limited number of written accounts. Und es hat ganz wenig aufgeschriebene Dokumente von dem, was Jesus gesagt hat und was er gemacht hat. And you know how it goes when a message is only conveyed orally. Und du weißt, wie das passiert, wenn man irgendeine Mitteilung einfach nur über das Hören und Reden mitteilt. You know, after 5 or 10 retelling, you can be lucky if you find just a glimpse of the original message. Wenn du etwas 10-mal weiter erzählst, kannst du von Glück reden, wenn ein kleiner Augenblick von dem, was du gesagt hast, noch überlebt hat. That's the context in which John is writing the letter 1 John. Und das ist der Kontext vom 1. Johannes-Brief, den wir jetzt werden lesen. His goal is plain and simple. He wants to explain, stating for good what he knows to be true. Das Ziel vom 1. Johannesbrief ist ganz simpel, erklären, was er für wahr haltet. He knows people are confused. Er weiss, die Leute sind verwirrt. He knows certitudes are being challenged. Er weiss, die Leute sind auch in ihren Grundwissen sind sie erschüttert. And he writes, I was there
this is how it is. Und er schreibt eigentlich, da, ich bin dort gewesen, ich habe es gesehen und so ist es. I would like to read in 1 John chapter 2, verses 3 to 6. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3 bis 6 lesen. We know that we have come to know him if we keep his commands. Whoever says, I know him, but does not do what he commands, is a liar. And the truth is not in that person. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Wow. Danke. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, selbst auch so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Danke. John is clarifying an issue that is still relevant today. Johannes klärt etwas, wo genau gleich in der heutigen Zeit ganz wichtig ist zum Klären. Works and grace. Taten und Gnade. Do you have to do things to be saved? Müssen wir Sachen werken, müssen Werke passieren, damit wir gerettet werden können. Or, in other words, and pushing it a bit, can you do the opposite of what Jesus told you to do and yet still be saved? Oder umgekehrt und vielleicht auch so ein bisschen extrem gesagt, kann man das Gegenteil von dem machen, was Jesus gesagt hat, dass wir machen und gleich gerettet sein? And John answers quite clearly. He says, if we do not do what Jesus commands us to do, then we do not have a true relationship with him. Und Johannes sagt es ja eigentlich ziemlich klar. Wenn wir nicht das machen, was Jesus gesagt hat, dann haben wir eigentlich gar keine Beziehung mit ihm. It's not the works that will save us. Faith will save us. Werk, Taten, gute Sachen machen, wird uns nicht retten. Nur Beziehung mit Jesus wird uns retten. But actions or works, they are a testimony that our faith is real. Aber eine Art zu sehen, ob der Glaube echt ist anhand der Taten. I find the last verse of this passage particularly interesting. Und ich finde den letzten Vers von dem, was ich gelesen habe, besonders interessant. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus lived. Damit wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer behauptet, dass er in ihm lebt, muss so leben, wie Jesus gelebt hat. Ha. You must live as Jesus lived. Du musst so leben, wie Jesus gelebt hat. It doesn't Krass. say that you should. Es heisst nicht, du solltest. It says that you must. Es heisst, er muss, du musst. So that's quite an unusual life plan. Das ist recht eine krasse Lebensplanung, wenn du mich fragst. So basically, you kind of have to be a carpenter until the age of 30. Also eigentlich als Lebensentwurf müsstest du in dem Fall, bis du 30 bist, als Schreiner arbeiten, Then choose 12 disciples, dann 12 Jünger wählen. one trader, Einer muss Stock Market, ich weiß nicht, irgendein Betrüger. ein Betrüger. Oh, Entschuldigung, so habe ich es nicht gemeint. ein Betrüger sein. And then you should walk around Palestine for 3 years, Und dann müsstest du in Palästina umeinander laufen für 3 Jahre. perform miracles if Wunder possible, machen, bitte. Also das wäre auch wichtig. He? then be captured, Dann dich gefangen nehmen lassen, tortured, dich foltern lassen. and executed by the authorities. Und dann von den Leuten, die das machen, töten lassen. And then resurrect and ascend to heaven. Ah, genau. Und danach übrigens, nach 3 Tagen, wieder auferstehen und in den Himmel fliegen. Sounds like fun. Cooler Plan, oder? That's obviously not what John means. Also du merkst sowieso, oder? Das kann nicht der Plan sein von Johannes. Live as Jesus did means have the same attitude that Jesus had. Leben wie Jesus lebt heisst, ich habe die gleichen Haltungen, wie Jesus hatte. Do life the same way that Jesus did life. Mach's so, wie Jesus gemacht hat. Now, there are many adjectives that we could use to describe how Jesus lived, Wir könnten das auf ganz verschiedene Arten beschreiben. Wie hat denn Jesus gelebt? but I'm only going to talk about one today. Und ich will nur
ein Adjektiv ganz, ganz genau herausstellen. Service. Dienst. In Mark 10, verse 45, it says, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Und da steht in Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Live as Jesus lived means living a life of service to others. Leben, wie Jesus gelebt hat, heisst eigentlich dienen und den anderen ein Dienst sein. What did Jesus did during his life? Was hat denn Jesus gemacht in seinem Leben? Of course, he taught, Natürlich, er hat gelehrt, but he's also performed a lot of miracles. er hat aber auch ganz viele Wunder gemacht. He washed the feet of his disciples. Er hat die Füße von seinen Jüngern gewaschen. And then last but not least, he died for all humanity. Und schlussendlich ist er gestorben für die ganze Menschheit. He served. Er hat dient. He could have just sit there and just demand worship, Als jemand, der voll Gott ist, hätte er einfach dort anhocken und sagen, betet mich an, ich bin Gott. you know, he was entitled to it. Das ist sein Anspruch gewesen, das hat er können beanspruchen. But that's not what he did. Aber das ist nicht das, was er gemacht hat. Jesus is a king's servant. Jesus ist der dienende König. He came to save and he came to serve. Er ist gekommen, um uns zu retten, und er ist gekommen, um uns zu dienen. And this is what John calls us to do. Und das ist, was der Johannes sagt, macht das auch. Be a servant. Bis ein Diener. Now, some people have an issue with that. Für gewisse Leute ist das schwierig. Und das ist ein Problem mit dem. They say, I'm not a servant. Ich bin doch kein Diener, sagen die Leute. I'm important. Ich bin doch wichtig. Look at my degrees. Schau mal, zum Beispiel meine Abschlüsse, die ich habe. You know, look at my money. Schau mal meinen Besitz an. Look at how many followers I have. Schau mal, wie viele Follower ich habe. Oder so. Since I'm better than others, Seit ich ja eigentlich besser bin als andere, others should serve me and not the other way around. sollten andere mir dienen und nicht ich ihnen. I mean, nobody's that arrogant. Wir wissen, es ist niemand so arrogant, die wenigsten. Nobody says that out loud. Niemand sagt laut genau das. But I think that sometimes we all have a little bit of that voice in us. Aber manchmal haben wir alle in uns die kleine Stimme, wo doch das sagt. Du hast doch das verdient. A little bit of pride that has not been tamed. Ein kleiner Teil, der in uns ist und wo einfach ein Stolz ist, der noch nicht gezähmt worden ist. Let's look at this reasoning more closely. Lass uns das mal ein bisschen genauer anschauen. I'm not a servant because I'm important. Ich bin kein Diener, weil ich wichtig bin. Sometimes we see that as a contradiction. Wir sehen das manchmal, denken wir, das ist doch, du kannst doch nicht Diener sein und jemand, der wichtig ist. Das ist doch ein Widerspruch. It's not possible Das ist nicht möglich. to be a servant and also to be important. Du kannst nicht wichtig sein und ein Diener gleichzeitig. But it is indeed possible. Aber das ist möglich. Look at Jesus. Schau Jesus an. Jesus is the Son of God, Jesus ist der Sohn Gottes, creator of the universe. der Schöpfer vom Himmel und der Erde. And yet he served. Und gleich dient er. Does the fact that he served negate the fact that he is the creator of the universe? Verneint denn, dass Jesus, weil er dient hat, dass er der Herrscher und der Schöpfer vom Himmel und der Erde ist? Of course not. Auf keinen Fall. Truly important people don't need the world around them to testify that they are important. Leute, die wirklich wichtig sind, brauchen nicht eine Welt und eine kleine Hofstadt um sich herum, die ihnen bezeugt, wie wichtig sie sind. They know their worth. Sie wissen, dass sie einen Wert haben. They've internalized it. Sie haben das für sich internalisiert. As children of God, as human beings, we're all very important. Kinder Gottes, wo wir sind, sind wir alle sehr wichtig. But we're still called to be servants. Und gleich sind die Kinder Gottes gerufen, Diener zu sein. Because Jesus himself was a servant. Jesus selber ist ein Diener gewesen. And if that wasn't enough to convince you, let me read in Luke 22, verse 26 and Lass mich 27. Lukas 22 vorlesen, um dir zu zeigen, wie das wahr ist.
The greatest among you should be like the youngest, Wow. and the one who rules like the one who serves. For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I am among you as one who serves. Wow. Der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer? Der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch, wie der Dienende. Jesus likes to challenge certitudes. Jesus fordert uns in unseren Sicherheiten und in unseren Gewissheiten raus. Who is greater? Wer ist grösser? The one at the table or the one who serves him? Der am Tisch hockende oder der Dienende? And here Jesus provokes them. Und Jesus provoziert seine Jünger da gerade ein bisschen. Is it not the one at the table? Ist nicht der am Tisch? And yet, Und trotzdem I'm among those who serve. bin ich der, der jetzt da dient. So what Jesus is actually saying is, if you believe that the one that is at the table is more important, you actually believe that you're more important than me. Und wenn Jesus sagt eigentlich, ganz krass sagt er, wenn du glaubst, dass der am Tisch sitzt und sich bedienen lässt, dass der wichtiger ist, dann glaubst du auch, dass du wichtiger bist als ich. Weil ich bin ja gerade am Dienen. When John says that you must live like Jesus lived, he means you must live a life of service. Eine von den Sachen, wo der Johannes einschliesst, in das, was er sagt, du musst leben wie Jesus, ist auch das Leben vom Dienen. But what does that mean concretely? Und konkret. Was heißt das jetzt konkret? The good news is that you can be a servant anywhere. Das Gute ist, du kannst überall ein Diener sein. The bad news is that you can be a servant everywhere. Die schlechte Nachricht ist, du kannst überall ein Diener sein. You know, nowhere is safe. Es gibt nie einen Ort, wo du nicht dienen kannst. Indeed, you can serve at your workplace. Du kannst dort dienen, wo du schaffst. You can serve your spouse, your kids, Du kannst deinen Leuten, deiner Familie, deinen Kindern, deinem Mann, deiner Frau dienen, your parents. deinen Eltern, You can serve your friends, your neighbors. deinen Nachbarn, deinen Freunden. You can even serve people you don't like. Du kannst sogar Leute dienen, die du nicht einmal gerne hast. But that doesn't really tell you what it means to serve. Ja gut, was heisst das jetzt konkret? Das sagt dir ja noch nichts. Our preconception of when we talk about a servant is someone who does everything his master wants. Ein Diener könnte man so definieren, oder das ist eine Art Idee, die wir haben, ist, ein Diener ist das, der das macht, was der Meister sagt. That's why people react sometimes so negatively. I don't want to be someone's stooge. Ich will doch nicht jemandem sein Schemmel sein. Darum reagieren die Leute manchmal also negativ. But did Jesus give his disciples ice cream when they were too warm? Jesus hat nicht irgendwie Glasse gebraucht, wenn die Leute ein bisschen heiß waren oder so. He didn't give them golden watches. Er war nicht daran beteiligt, allen Golduhren zu verteilen. He didn't invent cars because his disciples were tired of walking. Er hat nicht gesagt, also gut, ich erfinde jetzt ein Auto, dass wir nicht mehr so müde werden durchs Laufen. Because it's not that kind of service. Das ist nicht der Dienst, den Jesus gegeben hat. We think that serving means tending to other people's wants. Wir haben das Gefühl, dienen heisst, den Leuten zu geben, was sie wollen. Like, Simon, could you bring me some water? Yes, Simon, bring mir ein bisschen Wasser, oder? So zum Beispiel. But what it actually means is tending to other people's needs. Was dienen wirklich heisst, ist Bedürfnis und Nöte und das, was die Leute brauchen, dem entgegenzusprechen. Jesus served others by giving them what they needed. Jesus hat geschaut auf die Bedürfnisse der Leute. People were sick, Die Leute sind krank gewesen, he healed them. er hat sie geheilt. People were dead, Die Leute sind tot gewesen, he resurrected er them. hat sie wieder auferstehen lassen. People were starving, he fed them. Die Leute sind am Verhungern gewesen, Jesus hat sie gefüttert. People drank all the wine at the party, he gave them more wine. Die Leute haben alles getrunken an einem Fest, den ganzen Wein leer gesoffen. Jesus hat noch mehr Wein gemacht. That one doesn't really work. Das ist schwierig zu erklären, warum das ein Bedürfnis war. Never mind.
The world needed a savior. Die Leute haben einen Retter gebraucht. The world needed access to the Creator. Die Leute brauchen wir haben dringend nötig, dass sie mit Gott verbunden sind. That's why Jesus came. Und darum ist Jesus gekommen. He fulfilled this need. Er hat das Bedürfnis erfüllt. That's what it means to serve others. Das ist das, was es heisst, jemandem dienen. Fulfilling their needs. Erfüllen von Bedürfnissen. Not their wants, Nicht das, was sie wollen, their needs. das, was sie brauchen. Your colleague needs to talk about his marriage. Be the one who listens to him. Wenn dein Arbeitskollege Not hat oder es nötig hat, über seine Ehe zu reden, dann bist doch der zuhören kann. Your wife needs rest after a long day. Take the kids to the park. Deine Frau eine Pause braucht nach einem langen Tag mit 4 Kindern, dann gib ihr eine Pause. Your church needs someone to do sound. Sign up for the team. Wir brauchen Leute jetzt gerade in unserem Production-Team. Wird Teil von diesem Production-Team. This may or may not be a hidden advertisement. Das könnte vielleicht eine Werbung sein. Das lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Überleg dir, was es könnte heißen für dich. We're in a time where certitudes are being challenged. Wir sind jetzt genau in so einer Zeit, oder, wo ganz viele Sicherheiten plötzlich in Frage gestellt sind. We're in a time where needs are being revealed. Unsere Bedürfnisse sind plötzlich so klar. Need of community, Wir haben so ein Bedürfnis nach Gemeinschaft. need of true friendship, Das Bedürfnis nach wahren Freundschaften. need of hope, Wir brauchen Hoffnung. need of meaning. Wir brauchen Sinn. The people around us are being challenged Die right Leute rund now. um uns herum, die sind so herausgefordert. Some deep longings are being revealed. Tiefe Sehnsucht von Leuten sind plötzlich offenbar. And it is our job to be there for them. Und jetzt ist es Zeit, ihre Bedürfnisse ihnen zu entsprechen. It is our job to be there for each other. Es ist jetzt dran, da zu sein füreinander. How can you be there? Wie kannst du da sein? By looking for their needs. Indem dass du überlegst und nachschaust, was sind die Bedürfnisse von Leuten. We only have to be vigilant and ready. Wir müssen eigentlich nur 2 Sachen sein. Wachsam und bereit. So this is my challenge for this week. Das ist eine ganz einfache Herausforderung für dich diese Woche. Find one person Find eine Person in your surroundings. in deiner Umgebung. Just one. Nur eine. It can be a friend, Kann ein Freund sein, a colleague, ein Kollege, it can be your wife, deine Ehefrau, it can be your kids, deine Kinder, it can be anyone. irgendjemand. Decide on a person right now, Entscheide dich jetzt genau für eine Person. but don't tell anyone. Jetzt musst du noch nichts erzählen, behalte es mal für dich. And make a commitment this week to be aware of this person's needs. Und jetzt überleg dir, was sind die Bedürfnisse von dieser Person? And try this week to fulfill that need if you can. Und wenn du ein Bedürfnis erkannt hast, überleg dir, wie kann ich es erfüllen? Kannst du das irgendwie auf eine Art angehen? Just this week. Nur die Woche, noch nicht riesig. This einfach is die Woche. not a lifelong commitment. Du machst da keinen Lebensvertrag oder irgendwie so etwas. Serving just one person Einer Person in dieser Woche dienen. for 1 week the way Jesus Für served eine us. Woche, 7 Tage, so dienen, wie Jesus dient hat. See how it feels. Schau, wie es sich anfühlt. See what it does to your Schau, was es mit relationship. dieser Person macht. Schau, was mit dieser Beziehung passiert. We are living in a time where certitudes are being challenged. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo einfach so viele Unsicherheiten herrschen. There is no better time to make a difference in someone else's Es life. gibt keine einzige Zeit, wo es so wichtig ist, jetzt da zu sein für andere Leute. There is no better time to live like Jesus Es gibt lived. keine bessere Zeit, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. I would like us to pray together. Ich möchte jetzt genau für das beten. Lord God, thank you so much that you're here with us. Thank you that you showed us the way of life. Thank you that you showed us how to live. God, you see all these persons around us. You see that they're so looking for meaning and hope and love. God, I pray that you allow us to be there for them. Make us aware of what they need. Something very concrete. Something that we can act on. Not something abstract or shallow. Something real.
Show us for one person this week. Show us something very concrete that we can do. And let this be a way to their heart. Let this be the way that they can experience who you are. Ja, Jesus. Let us be your messengers. Let us be your own voice. Help us to be like you, to love others and to serve them in humility and faith. Amen. Amen. All right, Fantastic. this is the end of the preaching. Das ist das Ende von dieser Predigt. Now we'd like to invite you to join our Instagram Live and Facebook Live. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, in das Instagram Live oder Facebook Live zu kommen. Wir können zusammen schwätzen. Maybe you can share ideas of how to serve others. Vielleicht kannst du deine Ideen beibringen, wie man anderen kann dienen kann. The links are below in the description. Die Links sind unten dran. Thank you and God bless you. Danke und Gott soll euch segnen. Bye bye.